Katja? Yes, Katja, should now I can see you. I couldn't see you online. Oh. I don't know, maybe, hold on, maybe I'm pressing the wrong button. Now I can see you live. See Dada? You see Dada? Yes, I see Dada, see Manda, and the stone. Okay, good. The stones in the background. Alright, good. So, shall we start, or should we start, or we wait for another couple of minutes? I think. No? Yeah, we should wait. My time actually says 4 minutes before 8. Should we wait until 8? Yeah, let's wait. Yeah, good.
See the foot. Telefon muss ich auch noch holen. Achso, okay, dann machen wir es mal gleich. Dann sage ich gleich über Bescheid. Okay, machen wir gleich. Okay, Shuddha Bhagavan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand to highest namaskars to all the Mahatmas. Akram Vignan, Germany, Satsang on May 19th, 2013. Katja ji translating, Shuddha translating, both in bliss. Yeah. So, shall we start with your three mantra, my dear? Yeah. Yes, we can in a second. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savabhavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savabhavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savabhavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai
Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. It was truly beautiful. Jai Satchidanand Shuddha Bhagavan, all of you. Jai Satchidanand, ihr reinen Seelen, ihr Shuddhatma Bhagwans, alle von euch. And I see something written here in English, so let's just look at it. And Katja, you translate that. Uwe has written something. Ja, wir haben eine neue Person. We have a new person from Mallorca. Her name is Agnes. She's online on your stream as a guest. Just for your information. Wir haben eine neue Person. Sie kommt von Mallorca. Sie heißt Agnes. Ihr Name ist Agnes. Sie ist online auf Ustream und also als Guest registriert. Willkommen Agnes. Welcome Agnes. Und ganz kurz, Jai Satchidanand, Uwe, hast du die Nachricht von mir gelesen wegen des Telefons? Tut mir leid, dass ich aus Hergi gerade keine Telefonübertragung machen kann. Die Telefone, die haben hier keine Akkuleistung mehr. Ich hoffe, dass das einer von euch, entweder Uwe oder vielleicht ein anderer, übernehmen kann, dass ihr auf Ustream das Telefon dagegen haltet, dass diejenigen, die sich telefonisch einwählen, auch die Chance haben, am Satsang teilzunehmen. Sorry, should I just got some technical information to Uwe about the telephone? Good. So, Jai Satchidanand Agnes and Sat Chit Anand is Sat means eternal. Jai Satchidanand, liebe Agnes, und Jai Sat Chit Anand ist Sat bedeutet ewig. Sat is the eternal within Agnes. Was ist ewig? Agnes and the name is temporary. Agnes and the name is temporary. There is something within you which is eternal. Agnes und der Name Agnes sind zeitlich begrenzt und da ist etwas in Agnes, das ist ewiglich. We welcome you as a guest here. We are going to be going into the depths of something that happens after the Gnan Vidhi, but we will try to do a little bit of satsang with you, so your presence today with us does not lose any meaning. Und Agnes, wir werden ein klein wenig Satsang auch mit dir machen, weil der eigentliche Inhalt des heutigen Satsangs, der gewinnt erst an Bedeutung nach dem Gnan Vidhi. Aber damit dieser Satsang heute für dich auch Bedeutung hat, werden wir ein klein wenig Satsang mit dir machen auch. So the awareness that I am Agnes is temporary and it's constantly changing. Das Gewahrsein von Ich bin Agnes ist zeitlich begrenzt und sie verändert sich ständig. And that awareness will die with you, die and be there, leave when you leave this world. Und dieses Bewusstsein von Ich bin Agnes wird mit dir sterben, wenn Agnes die Welt verlässt. It is physical awareness. It is gross awareness. Es ist ein grobes Bewusstsein. Es ist ein körperliches Bewusstsein. It is the awareness of what is happening to the mind of Agnes and to the body of Agnes. That awareness. Es ist das Bewusstsein davon, was dem Körper und was dem Verstand von Agnes passiert. When something pleasant is felt, you say, I am feeling good. When something painful is happening, you say, I am feeling bad. Wenn etwas Angenehmes, Schönes passiert, sagst du, ich fühle mich gut. Und wenn etwas Unangenehmes, Schlechtes passiert, sagst du, ich fühle mich schlecht. Both these awareness of both types, this awareness of both types is the awareness of the duality of life, and it has got nothing to do with your awareness, the real awareness within you. See? Und dieses Bewusstsein, diese beiden Typen von
Bewusstsein oder Gewahrsein sind das Bewusstsein der Dualität, aber es hat nichts damit zu tun mit dem eigentlichen Gewahrsein. And that awareness begins once you enter into a satsang like this. You are beginning on that path when you come to a satsang where enlightened people are having satsang. Enlightened people, each one of these names that you see in front of you are names of enlightened human beings. Und dieses Gewahrsein wächst, wenn du in den Satsang kommst, in diese Art von Satsang. In diesem Satsang findest du Erleuchtete. All die Namen, die du sehen kannst, die an diesem Satsang teilnehmen, das sind alles Erleuchtete. This is a gathering of those who are trying to keep the new awareness of the S capital self, or the Atma, the self, the eternal, new awareness of the eternal, separate from the awareness of I am Agnes, or I am Dodoba, or I am Suzanne. Und dieser Satsang ist ein Satsang, oder diejenigen, die an diesem Satsang teilnehmen, machen das aus diesem Grund, weil sie das Gewahrsein des wahren Selbstes, des großgeschriebenen Selbstes, getrennt halten wollen von dem Bewusstsein von ich bin Agnes oder ich bin Doris oder ich bin Susanne. Life after life after life after life, there has been only the awareness of the body in which you are traveling, that's all. Leben für Leben für Leben für Leben gab es nur das Bewusstsein des über den Körper, in dem du reist. This is the awareness, that this limited awareness that I am Agnes flings you into more life after life after life. It doesn't just end with this life. That awareness, a new awareness happens with the new body, that's all. Und dieses Bewusstsein von ich bin Agnes, das sorgt dafür, dass du dass mit dem neuen Körper wieder ein neues Bewusstsein zu diesem Körper passieren wird. Also es schleudert dich sozusagen in ein neues Leben. Dieses Bewusstsein über den Körper endet nicht mit diesem Leben. Absolutely graced, absolutely and perfectly graced is the one who even for 1 second becomes aware of that which is beyond the mind, body and words of Agnes. Absolut begnadet ist derjenige, der, und wenn es nur für eine Sekunde ist, das Gewahrsein hat von dem, was über den Körper, den Verstand hinausgeht, von Agnes. Right now, Agnes, your highest awareness is the awareness that happens through the light that you have within you, which is called the intellect, your intellect. Your highest level of awareness is the highest level of your intellect or intelligence. Das höchste Level deines Lichtes hängt von oder ist nur so hoch wie der höchste Level deines Intellektes. Das ist das Licht, das durch dich gerade strahlt. Daher kommt das Bewusstsein gerade von dem Intellekt, von deinem Intellekt. And through that light that you have within you, Agnes, it is not possible to have the awareness that we all are talking about, the awareness of the S capital self or the Atma or the pure soul. Und durch dieses Licht, das du in dir trägst, ist es nicht möglich, das Gewahrsein über das großgeschriebene Selbst, über die reine Seele, über das Atma, über das wahre Selbst zu haben.
So what we have is two types of awareness, and this that you have, uh, you might say that you can get to the other awareness, and many people say so, but it is not really eternal awareness, because eternal awareness is eternal. Du magst vielleicht sagen, dass du zu dem zweiten Gewahrsein kommst. Und zwar, es gibt zwei verschiedene Gewahrsein oder Bewusstseinsebenen. Einmal das Bewusstsein des kleingeschriebenen Selbstes, also das Bewusstsein über Agnes, und dann ist es das Gewahrsein von dem Selbst. Und das mag sein, dass du das Gefühl hast, dass du aus dem jetzigen Licht heraus das Gewahrsein des großgeschriebenen Selbst erreichen könntest. Ja. Aber das ist das ewige Gewahrsein, und das ist nicht möglich, weil es das ewige Gewahrsein ist. Many human beings who have been seeking the ultimate, the final truth, or the Atma. The ultimate, the final truth, or the Atma is one and the same. Viele Menschen, die die endgültige Wahrheit beziehungsweise Atma oder das wahre Selbst, das ist alles ein und dasselbe. Some people call it love, that is beyond this world. Einige nennen es Liebe, die über diese Welt hinausgeht. But many people have some beautiful experiences of coming very near to this truth, this love. But it Einige does haben not sehr last. schöne Erfahrungen und kommen dieser Wahrheit oder dieser Liebe schon sehr nahe. And they come very close, but it doesn't last. You see? Die kommen dem sehr nahe, aber das dauert nicht an. And therefore they continue seeking. So we welcome Und deshalb you bleiben sie dabei und suchen sie immer weiter und immer weiter. here. Okay, so Angela, sorry we mispronounced you, Angela. Ja, ganz Entschuldigung, Agnes, dass wir, Entschuldigung, Angela, dass wir den Namen falsch gesagt haben. Sorry. It really doesn't matter the names. We are all here to really move away from the names. The names are for the people out there in the world. When you and I, Angela, after this satsang meet people, we will continue to have to be Angela or Shuddha. Weil du nach diesem Satsang Leute triffst, natürlich wirst du auch dabei bleiben, Angela zu bleiben. Aber wir bewegen uns weg von diesem Zustand, wo es um die Namen geht. Yeah, I should use the pronunciation Angela, just like your the leader of your country. I'm learning how to pronounce names. Ich sollte deinen Namen Angela aussprechen, sowie der Führer deines Landes, und ich lerne gerade die Aussprache verschiedener Namen. Yeah, but it's a beautiful name. It comes from angels, you see. Es ist ein wunderschöner Name, und der Name kommt von Engeln. And the grace of angels must be working for you, because all of a sudden you find yourself right in the middle of a whole bunch of enlightened human beings who do not want anything except the self, the Atma. Und die Engel müssen oder du musst begnadet oder Gnade von den Engeln erfahren, denn ganz zufällig auf einmal befindest du dich inmitten eines Satsangs von Menschen, die nichts von dir wollen, die nichts anderes von dir wollen, außer das Selbst. You see, whatever you as Angela has experienced all your life, that is your stock of experience, and through that experience you try to measure these things about self-realization, and that is the problem. Und all das, was du bisher erlebt hast, all das, Angela, ist dein Vorrat an Erfahrungen, und du bewertest die durch diesen Vorrat an Erfahrungen
dass das Erreichen des Selbstes, dadurch durch diese Erfahrung schaust du durch sozusagen. Und das ist das Problem. Because Atma or the self does not lie in lifetimes after lifetimes of experiences of the relative type that we talked about, Angalas. Weil das reine Selbst oder Atma, das ist nicht zu finden in Erfahrungen des Relativen, also nicht in Angelas Erfahrungen zu finden, auch wenn es Leben after Leben after Leben relative Erfahrungen waren. Dort ist das Atma, das wahre Selbst, nicht zu finden. Yeah, but even as Angala goes through the pleasure and the pains of life, deep within her is a bank, if you will, like a special place where a subtle effect of these experiences, subtle mark of these experiences is there that rises with every life. Und es gibt in Angela sowas wie eine Bank, wie ein Ort, in dem die subtilen Merkmale dieser Erfahrungen gesammelt werden und dadurch steigen auch die Erfahrungen Schritt für Schritt an, von Leben zu Leben zu Leben. And that is that very subtle factor within us which makes us decide what is right and what is wrong when we come to a path which has two directions, you see, which has two directions. Und das sind die ganz subtilen Stimmen in uns, die Entscheidung trifft, was richtig und was falsch ist, und die auch dazu führt, dass Entscheidungen über diesen Weg getroffen werden, über den Weg des Erreichens der reinen Seele, des reinen Selbstes. And all of us have met the Enlightened One in our previous lives, and we have chosen to ignore him or her. And alle von uns, wir haben den Erleuchteten in unserem letzten Leben oder in einem letzten Leben schon getroffen, und wir haben uns entschieden, ihn oder sie zu ignorieren. And so we go back into the spinning cycle of births and deaths, until again the opportunity comes to meet the one who is enlightened. Und so gehen wir zurück in den sich ständig wiederkehrenden Kreislauf von Geburt und Tod bis zu dem Moment, wo wir wieder einen Erleuchteten treffen. And we are most fortunate, most human beings of this earth right now are extremely fortunate that we have amidst all of us such a human being, and his name is Gnani Purush. Und wir können uns so glücklich schätzen, all die Menschen auf dieser Welt können sich gerade so glücklich schätzen, dass es unter uns momentan solch einen Lebenden gibt. Und zwar ist es der Atma Gnani Purush Design. See, he has known and is having the clear and the distinct experience of the self or Atma, the eternal element. Und er hat die ganz klare Erfahrung des reinen Selbst unter uns. Er ist derjenige, der diese komplette Erfahrung hat. We in this group can only talk about the one that we know. This is not to say that others may not be there. We know of the one who gives us the easy path. Wir können nur von dem einen sprechen, den wir kennen. Es mag andere geben, die
die es gibt, aber wir können nur von dem einen sprechen, der uns den leichten Weg zeigt und schenkt. We have all known him, and we know what he is able to achieve for us when we were not aware, and we were at one time like you, Angela. Und wir kennen ihn und Shuddha, I'm sorry, I didn't catch that. So we know what he has done for us, what he has achieved for us. Ja, wir wissen, was er für uns getan hat, was er für uns erreicht hat. And there was a time when we were like you, not aware of that which is beyond the mind, speech and body. Ja. Und es gab eine Zeit, da waren wir wie du, Angela. Wir waren uns nicht gewahr über das, was noch jenseits von Verstand, Sprache und Körper existiert. Yes, everybody will say, we know about the Atma, we know about the soul, we know about the eternal, all the books talk about it. Ja, es gibt viele, die sagen, wir wissen über das Selbst Bescheid, wir wissen über das Ewige Bescheid. Es gibt ganz viele Bücher, die darüber schreiben. Yes, ja. But that you know is through the highest level of your intellect, through your light. Aber das ist durch die höchste Ebene des Intellektes, dein Licht des Intellektes. Well, but for realization of the self, something much more than that is necessary. Und für die Selbstrealisation ist sehr viel mehr als das notwendig. As long as that intellect is active, it will not let you come anywhere near the eternal. Solange dieser Intellekt aktiv ist, wird er dich nicht in die Nähe von diesem Ewigen kommen lassen. Superactive intellect and self-realization are enemies. Der superaktive Intellekt und die Selbstrealisation sind Feinde. If you are a literary person, reading one book per day, it's going to be difficult for you to come. Wenn du eine literaturbegeisterte Person bist, eine intellektuelle Person, eine Leseratte bist, du ein Buch am Tag liest zum Beispiel, wird es schwierig für dich sein. It will be difficult for you to attain the self, to come to the experience. Wird es sehr schwierig sein für dich, das Selbst zu erfahren. Because the intellect will show you so many options about how you yourself can attain that. By your own efforts. Es wird deswegen schwierig werden, weil dein Intellekt dir zeigen wird, wie du selbst dieses erreichen kannst, durch deine eigene Anstrengung. And oftentimes it is just playing games with you. It really is not interested in liberation. Und sehr oft spielt der Intellekt einfach Spiele mit dir, denn der ist nicht interessiert an Befreiung. It is interested in what Angela is interested in. Angela is interested in more pleasure and no pain. That's all. Der Intellekt ist interessiert daran, woran Angela interessiert ist, und Angela ist daran interessiert, an weniger Schmerzen und mehr Vergnügen zu haben. In this universe, where pleasure and pain are merely signals that are received by the brain, who are you? In diesem Universum, in dem Vergnügen oder Freude und Schmerz und Leid sowas wie Signale sind, die vom Gehirn empfangen werden. Wer bist du da? Yeah, so if you start making choices that I only want the path of pleasure and nothing else, then that is the path of the intellect. Und wenn du eine Wahl triffst, dass du nur den Weg von Freude und Vergnügen gehen möchtest und nichts anderes, dann ist das die Wahl des Intellekts. Because that is what every human being is seeking, including those on the spiritual path, the so-called spiritual path.
Und das ist das, was jedes einzelne menschliche Wesen sucht. Auch die Menschen, die auf dem spirituellen Weg sich befinden. How can you really say that you have entered the spiritual path? How can anyone say they have entered the path of liberation? Spiritual path means path of liberation. Wie kannst du sagen, dass du den spirituellen Weg gehst oder dass du auf ihn gehst jetzt? Und der spirituelle Weg ist gleichzusetzen mit dem Weg zur Befreiung. And as long as there is ignorance, as long as there is darkness, light cannot come in. As long as there is darkness. Solange es Unwissenheit gibt und solange es Dunkelheit gibt, kann das Licht nicht hineinkommen. The only light that comes in is the light of the intellect, and that is not enough because you get more of the same. You go around in circles only. Das einzige Licht, was reinkommen kann, ist das Licht des Intellekts. Und das ist nicht genug, weil du bekommst immer noch mehr von einem und demselben und musst immer weiter und weiter, immer wieder durch diesen Zirkel, durch diesen Kreislauf gehen. So you just go around in circle, life after life, developing more intellect and not finding the one, the blissful one, who is knocking from within, who has always been with you in all your previous lives. Und du gehst in dem Kreislauf Leben für Leben für Leben und bist damit beschäftigt, immer noch mehr Intellekt zu entwickeln und hörst aber nicht denjenigen, der von innen klopft, der sich bemerkbar macht, das Wahre, was von innen klopft. And how do you know, Angela, that the blissful one within you, you can call him whatever you want to call him. You can call him my God or my love, my supreme love. How do you know that one within you is calling you? How would you know that? Und woher weißt du, dass dieser glückselige eine in dir dich ruft? Und du kannst ihn nennen, wie du möchtest. Nenne ihn Gott, nenne ihn glückseliger eine, wie auch immer du ihn nennst. Aber woran erkennst du, dass er es ist, der dich ruft? How do you know this? Do you only when you stop listening to the intellect will the sound of his voice become loud for you, clear for you? Nur wenn du aufhörst, auf den Intellekt zu hören, wird der Sound dieser Stimme für dich hörbar sein und lauter werden. Yes, sometimes if you have very significant merit karma, good karma effect performed in the past life, now presenting in this life, then despite a superactive intellect, you will attain the self, Atma Gnan. Das kann durchaus sein, dass du das Selbst, das Atma Gnan erreichst, obwohl du einen super aktiven Intellekt hast. Das liegt allerdings dann an sehr, sehr gutem Karma, an einer sehr guten karmischen Wirkung, sehr positiven karmischen Wirkung aus dem letzten Leben. Es ist möglich, ja. We are not looking down upon superactive intellect. We are not trying to push it down or negate it. Use it for things and to make a good life for yourself. But in matters of spirituality, there is zero value of the intellect. Wir schauen jetzt nicht herab auf einen sehr aktiven Intellekt. Nein, du kannst ihn natürlich, benutze ihn, um ein gutes Leben für dich zu erreichen. Aber wenn es um den spirituellen Weg, wenn es um die Selbstrealisation geht, dann hat der null Wirkung und Effekt. And you know, this Angela, the requirements for attaining the knowledge
and the experience of the eternal one within you, the self, is very easy, it's very simple. Die Voraussetzungen, um den wahren in dir, um das wahre Selbst in dir zu erreichen, zu realisieren, die Voraussetzungen sind sehr simpel, sehr einfach. And there are only two requirements and not a third one at all. Es sind nur zwei Voraussetzungen, die gebraucht werden, keine dritte. The third one is not necessary, and these are absolute humility and an awareness and a willingness to accept that in matters of liberation I do not know anything. I really do not know anything. Und diese beiden, die du brauchst, ich will einfach nur mal, es ist, glaube ich, Demut oder Bescheidenheit. Ich will mal ganz kurz nochmal Humility, dass ich das auch richtig übersetze. Yeah, so, in matters of spirituality, with reference to Demut. I'm sorry, Shuddha, I didn't translate that yet. So, also was du brauchst, ist absolute Demut und diese Einstellung, ich weiß gar nichts, ich habe gar kein Wissen. Yes, in my business, my job, my field of work, I know something. Ja, in meinem Geschäft, in meinem Arbeitsbereich, da kenne ich mich aus, da weiß ich was. And I'm good at this or I know this, but when it comes to becoming free, where it really counts in your daily life, when it comes to becoming free, I do not know anything. These are the two requirements. Aber wenn es darum geht, frei zu werden, wirklich frei zu werden, dann weiß ich gar nichts. Darüber weiß ich gar nichts. Das sind die beiden Voraussetzungen, die es braucht. Now, I've used the word absolute humility, and the word absolute humility is difficult to define because really, absolute applies only to the awakened state. You see, the awakened state. The one who says, I'm not Angela. The one who says, I am the pure soul. That one. Diese absolute Demut, das ist schwer zu beschreiben, weil das ist eine Eigenschaft, die eigentlich nur dem einen, der es schon komplettes Selbst realisiert hat, gehört. Yeah, because forget about a Gnani or another human being who has Gnan. Even ordinary human beings can teach you a lot if you are in the receptive mode. Vergiss den Gnani, vergiss die anderen Mahatmas. Selbst jemand, der kein Gnan hat, kann dich sehr viel lehren, wenn du in dem Modus des Empfangens bist. Yes, so absolute humility is very beautiful. Some people, after life of knocks and suffering, they have this even when they have not received Gnan. Und diese absolute Demut, die gibt es auch bei den Menschen, wenn die sehr viel I'm sorry. Could you repeat the last sentence? Some people. So, we talked about life after life stock that you carry with you, something special. Absolute humility is part of that. In other words, they upon seeing a Gnani, they know they've met the Gnani. That's all there is. Und diese absolute Demut, wir haben ja darüber gesprochen, dass man einen Vorrat aufgrund der letzten Leben bei sich oder mit sich trägt. Und das kann auch an diesem Vorrat liegen, dass diese Demut Teil dieses Vorrats ist. Und die zeigt sich darin, dass wenn sie diesen Gnani treffen, einen Gnani treffen,
dass sie es in dem Moment wissen, sie erkennen es in dem Moment. But for most of us who are busy in our world, in Germany or in the United States or in India or wherever you may be, all of a sudden you get to meet the Gnani and you are entering the train of liberation. Und für die meisten von uns ist es allerdings so, dass wir beschäftigt sind mit unserem Geschäftsleben, ob in Deutschland oder ob in den USA. Und dann treffen wir auf einmal einen Gnani und begeben uns in den Zug in Richtung Befreiung. And so that absolute part, in other words, the humility is there. Yes, you see, you are sublimating and surrendering your ego a little bit so that you can receive something from the Gnani. Also wenn die Demo da ist und das ist ein Zeichen davon ist, dass ein Teil des Egos übergeben wird oder aufgegeben wird. Yeah, the humility is there, but the absolute part comes later. Also die Demut ist aber der absolute, der komplette Teil, dieser absolute Teil, der kommt dann später. That is magnificent. When there is absolute humility, it is very beautiful. It is such a person is flying in the space of liberation only. Und so eine Person, also das ist absolut wunderschön und großartig, wenn diese absolute Demut da ist und so eine Person fliegt, is flying towards liberation, fliegt in Richtung Befreiung. And this I do not know anything. It is a very strong requirement on the part of. Und dieses Ich weiß gar nichts ist eine sehr starke Voraussetzung. Because you see now with the increasingly complex internet world, there has been an explosion in multiple parts of the world about spirituality and Atma everywhere, you see. Und das ist deswegen so eine starke Voraussetzung, weil aufgrund des neuen Mediums Internets das Informationen über Spiritualität über dieses Internet weltweit explodiert sind. Yeah, and so the knowing begins, you see. Und das Wissen beginnt, siehst du? And the hungry ego and the intellect devours this kind of knowledge, just takes it from all sides and starts saying, I got it, I really have it. Und das hungrige Ego, das greift sich und nimmt sich das Wissen von allen Seiten und sagt ihm, ich weiß es, ich hab's. And yet the Gnani says, when the moment comes, when the door of the Lord within you is about to be opened for you. Und der Gnani sagt, der Moment wird kommen, wenn die Tür des Wahren in dir sich öffnen, also kurz davor ist, sich zu öffnen. Because you yourself cannot open that lock. Weil du selbst kannst dieses Schloss nicht öffnen. At that time and in the process of meeting, until that happens, this is very important, that I do not know anything about liberation. Und es ist sehr wichtig, bis zu diesem Zeitpunkt, an dem du den Gnani trittst, ist es wichtig, diese Einstellung zu haben, ich weiß gar nichts über Befreiung. And what is this liberation, Angela? What is this liberation? What do you expect to attain? Und was erwartest du zu erreichen? Was erwartest du von dieser Befreiung, Angela? Well, is this some kind of a brainwashing? Is it eine Art Gehirnwäsche? Is this some kind of an intense hypnotic thing that the Gnani does on you? Ist es eine intensives hypnotische Technik, die der Gnani an dir ausübt?
Is this some kind of a weird cult wherein everybody is just smiling away like they're crazy and wishing each other Jai Sachidanand, and shouting away? Ist es vielleicht irgendeine Art verrückter Kult, in dem alle ganz wild sich schreien wünschen, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand? Well, you know, my dear, if there is any craziness that is worth having in this already crazy world, then this is the kind of craziness that we will all should get into. Also meine Liebe, wenn es eine Art von Verrücktsein geben sollte in dieser schon verrückten Welt, dann ist es dieses Verrücktsein, wo wir uns alle hineinbegeben sollen. Because the other one, well, is intense with a very superactive intellect that simply does not let you come home to the blissful one that lies within you. So. Und das andere, dieses andere Verrückte, das hat halt diesen sehr intensiven Intellekt, und dieser intensive Intellekt, der lässt dich nicht nach Hause gehen, der du eigentlich bist, zu dem wahren Glückseligen. So we will wait for you, or if there is anything that you have to, any follow-up questions, because I don't have any idea of what's going on, Angela, and I don't know whether you can also interact, but you can certainly write a note if you want to. Also liebe Angela, well, she's as a guest right now, so as a guest she would not be able, but I translate that to her. Also Angela, wenn du etwas schreiben möchtest, hast du vielleicht eine Frage, die sich jetzt hieraus ergeben hat. Shuddha fragt, er hat jetzt gar keine Ahnung, was jetzt gerade passiert in dir, ob es irgendwas gibt, was du wissen möchtest, kannst du natürlich selbstverständlich gerne die Frage reinschreiben. Jetzt weiß ich, als Gast ist es schwierig, eine Frage zu schreiben. And you have a very beautiful source. You see, even if they can't do anything right now, the one who brought you to this group, your friend Uwe, will carry you completely all the way to exact liberation. Und Angela, du hast eine wunderschöne Quelle, die dich hierher gebracht hat. Selbst wenn du jetzt nichts schreiben kannst, Uwe wird dich den ganzen Weg zur Befreiung tragen. So shall we go and take just about 2 minutes break? If there is a Godfrey, Joy Sachidanand, Petronilla, some new Mahatmas. No, so some they've just joined in now. Shuddha Bhagwan, everybody, welcome. Jai Sachidanand, willkommen all diejenigen, die sich jetzt später eingeloggt haben, all die reinen, die schon Akram Bhagwans willkommen, und sollen wir vielleicht 2-3 Minuten Pause machen? I think it's a good idea, Shuddha, here to make a 2-3 minute break. Yeah, okay? let's just make a 3-minute break. Okay, we'll do that. So, Jai Sachidanand, ihr Lieben, jetzt ist die Möglichkeit, schnell einen Kaffee, ein Wasser, Toilette, was auch immer. Wir sind gleich wieder da für euch.
Okay, Shuddha Bhagwan. Frag mal Bhagwans. Shuddha. Ihr reine Seelen, weiter geht's. Grüß Gott. Is that how you say it? Grüß Gott? Yeah, grüß Gott. Oh, you said it perfectly. Yeah, grüß Gott. That's what Say hello to God. That's our friend Gottfried taught me that. He says grüß Gott. And he says that's the same thing. We've had this in Germany for a long time, in South Germany. And I said, wow, this amazing vision. Eine unglaubliche Sicht, eine unglaubliche Vision. Gottfried hat dem Shuddha das beigebracht, dieses Grüß Gott, und hat gesagt, das haben wir ja schon ganz lange in Süddeutschland. Und Shuddha ist begeistert von dieser Art und Weise der Sicht, den Gott zu sehen. I greet the God in you. Ich grüße den Gott in dir. Ja. And Lord Krishna says, see the self in everyone. Und der Lord Krishna, der Gott Krishna sagt, sieh das Selbst, sieh den Gott in jedem. You see, I mean, these words are there, but to be able to see is exactly what we have all begun to do, we all, and this is where we come into this next session of our Satsang. Und jetzt kommen wir zur nächsten Session unseres Satsangs. Jetzt geht es darum, das tatsächlich auch zu sehen, das wirklich zu erfahren. Nicht nur die Worte zu haben, sondern das zu erfahren, was die Worte sagen. And we are on page 10, so we will go there. Now for Agnes and for anybody else who is new, who might be listening, who has not received this Gnani Vidhi,
It is like putting the train before the engine or the cart before the horse, you see. Für all diejenigen, die das Gnan Vidhi noch nicht erfahren haben, was wir jetzt machen, kann man so ein bisschen damit vergleichen, dass man dass man den Zug vor die Lok spannt oder den Wagen vor die Pferde spannt. Wir sind auf Seite 9, also im Deutschen sind wir auf Seite 9. Und für all diejenigen, also das ist das Dokument mit der Beharrlichkeit, den 5 Agnas folgen, und das findet ihr auch auf unserer Webseite events.dadabhagwan.de unter Mahatmas und dann Downloads, und da findet ihr auch das Dokument, und wir sind auf Seite 9. Now, it will yet we're not telling you please leave, we are only saying if you like the energy here, stay. You're welcome to stay. Wir sagen dir nicht, dass du gehen sollst oder so. Nein. Also wenn du die Energie hier magst, bitte, ihr seid alle sehr herzlich willkommen, dabei zu bleiben. But these are all words of Dada. Nothing is new from us, either Katja or Shuddha. Das sind alles Worte von Dada, also es sind keine neuen Worte von Shuddha oder von Katja dabei, alles Dadas Worte. And in case you're wondering what Dada is the absolute self within all of us. Und solltet ihr euch wundern, wer Dada ist das absolute Selbst in jedem von uns, in allen von uns. It's not a physical entity, it is really the exact process of Gnan or the application of the experience of the self. Es ist keine physische Einheit, sondern ist die exakte Anwendung des Wissens. I'm sorry, the last words, I want to translate them precisely. It's the exact, ist die exakte Anwendung, the exact application of the experience of the self. Von der Erfahrung des Selbst. Experience of the S-capital self, not the experience of Angela or. Und zwar geht es nicht um die Erfahrung des kleinen Selbstes, also nicht um die Erfahrung von Angela, sondern um die Erfahrung des großgeschriebenen Selbst, des wahren Selbsts. So the entire, so we will now go, Katyaji, we will start reading some of this. We'll proceed. By the way, this is the 4th session of the tenacity of the 5 Agnas. Das ist die 4. Sitzung, an denen es um das Dokument mit Beharrlichkeit in 5 Agnas geht, und in dem englischen Dokument ist es auf Seite 10. Die Überschrift ist As one follows Agnas, the following becomes natural. Und im Deutschen ist es auf Seite 9, während man den Agnas folgt, wird das Folgen natürlich. So we begin with the usual prayer to Dada within. Grant me the energy to receive your words without any evidence of the intellect. Und wir beginnen mit dem Gebet an Dada. Bitte gib mir die Energie, deine Worte zu verstehen, ohne die Einmischung des Intellektes. And let me see it as you are seeing it, my Lord. Und lass es mich sehen, so wie du, mein Lord, es siehst. So the questioner is asking, so the heading is As one follows Agnas, the following becomes natural. Also die Überschrift nochmal, während man den Agnas folgt, wird das Folgen natürlich, Seite 9 im deutschen Dokument. And the questioner, those Agnas, Dada, and to follow them at times is natural and easy. Und der Fragende, diese Agnas und ihnen zu folgen ist manchmal natürlich leicht. Dadashri replies, gradually following all of them becomes natural. It becomes so for the one who wants to follow them. It becomes natural to him. And the mind too becomes woven that way. Very beautiful sentence there. Es folgt ein ganz schöner Satz. Dadashri antwortet, allmählich wird es natürlich, ihnen allen zu folgen.
Es wird so für denjenigen, der ihnen folgen möchte. Es wird natürlich für ihn und auch der Verstand, der Mind, wird auf diese Weise verwoben. Now the one who wants to follow and has the tenacious determination, Nishchay, does not have any problem at all. This is the supreme science, Vignan, in which one can remain in uninterrupted samadhi, by the way, which is the state in which no situation in the relative world affects you, as capital Self, the one with the inner bliss. Derjenige, der folgen möchte und die beharrliche Entschlossenheit hat überhaupt keine Probleme. Dies ist die höchste Wissenschaft, Vignan, in der man in ungestörtem Samadhi sein kann. Und Samadhi bedeutet, das ist der Zustand, in dem keine Situation der relativen Welt das Selbst mit der inneren Glückseligkeit beeinträchtigt. Now if someone insults you, even then the samadhi remains. And if one incurs a loss or sees his home burning, even then the samadhi prevails, it remains. Und Shuddha sagte noch, wenn dich zum Beispiel jemand beleidigt, auch dann wirst du in diesem Samadhi-Zustand bleiben können. Und Dada schreibt weiter, sogar wenn man einen Verlust erfährt oder das Haus brennt, behält Samadhi, also dieser Zustand, in dem keine Situation der relativen Welt das Selbst mit der inneren Glückseligkeit beeinträchtigt, die Oberhand. So we have to pay attention to this paragraph, a lot of new information here. The mind is like the monkey, you see. Wir müssen hier sehr aufmerksam sein. Es gibt einige neue Informationen in diesem Paragraph und der Verstand ist wie ein Affe. And it will show you totally the wrong thing in the right place and the right thing in the wrong place, you see. Und der Verstand will dir die falschen Sachen am richtigen Platz und die richtigen Sachen am falschen Platz zeigen. Mind is the reason why human beings seek something called liberation. Der Verstand ist der Grund, warum die menschlichen Wesen so etwas wie Befreiung suchen. The intellect is not the reason why human beings seek liberation. The mind is the reason why human beings seek liberation. Nicht der Intellekt ist der Grund, warum Menschen Befreiung suchen. Der Verstand ist der Grund. The mind is the one who bears all the brunt. You see, the mind is the one that receives the suffering, the first one to receive the suffering. Der Verstand ist derjenige, der das Leiden zuerst sieht. And Shuddha, you said the mind is the one who bears all the what? Suffering, the suffering of signals, you see. Also der Verstand ist derjenige, der das Leiden, also der die Signale des Leidens bekommt. Und zwar der Erste, der diese Signale des Leidens erfährt. So when a person is stressed, the mind continues to delve in it and to be in the stress, and the intellect is not very helpful there, see. Und der Verstand ist derjenige, der, wenn eine Person gestresst ist, der zuerst in diesen Stress und in dieses Leiden hineintauchen wird, und der Intellekt ist dann nicht besonders hilfreich. And so the person will finally decide, okay, let me go to the beer garden or let me just eat something, even when his body doesn't need it. You see? Und so wird zum Beispiel die Person entscheiden, okay, ich gehe in den Biergarten oder ich esse irgendwas, auch wenn ich gar nicht hungrig bin. But here is very beautiful. For the one who wants to follow them, the Agnas become natural to him. And this is where we all want to go. Aber hier ist es sehr schön, für diejenigen, die es wirklich wollen, für die wird es natürlich. Und das wollen wir alle. Da wollen wir hin, dass es natürlich wird, den Agnas zu folgen. There is no applier of Agnas anymore. It becomes part of the vision and part of the experience of the self. You see. So, es gibt keinen Anwender mehr, der die Agnas anwendet, sondern sie bekommen, sie werden ein Teil der Sicht
Yeah, in other words, it begins with the following, and then the naturalness comes into this following of the Agnas. Also mit anderen Worten, es beginnt damit, den Agnas zu folgen, und dann beginnt die Natürlichkeit. And you see the sentence again from the last satsang, if you remember, Nishchay has two meanings. Nishchay also means the S capital self, and Nishchay also means I am away and I'm gonna do it. I am going to do it. You see, so that's two levels of the same word here. Und Nischay, wenn wir uns an den letzten Satz vom letzten Sonntag erinnern, hat zwei Bedeutungen. Einerseits, ich werde es machen. Einerseits, so I'm sorry, Nischay has two meanings. Two meanings. Nischay has two meanings. There is the Nischay in the relative, which is called the strong determination. Genau, da ist einmal dieses Nischay, diese starke Entscheidung, diese starke Entscheidung, ich werde es auf jeden Fall tun, und das ist das Nischay auf der relativen Ebene. And then Nischay also means the final state, which is the self, S capital self experience. Und Nischay bedeutet auch der finale Status, der endgültige, die Erfahrung des reinen Selbst, des wahren Selbst. And so you can read Dadashri's sentence here in both the ways. For Uva or for Katja, there is this tenacious determination that I am going to follow the Agnas. Also du kannst diese Sätze auf zwei Arten lesen, für Uwe oder für Katja, diese Hartnäckigkeit, diese Beharrlichkeit, in den 5 Agnas zu sein. And whereas at the same time, the rising aware one, the awakened one in experience, he is already in Nischay. Und gleichzeitig auch der sich erhebende eine, der ist automatisch schon in diesem erfahrenen Zustand des Selbst. And there is, so the ambiguous nature, the double meaning of this sentence becomes apparent, because Dada says the one who has the Nischay, forget about our English translation, tenacious determination, does not have any problem at all. You see, in other words, the one who is here, established as the self, does not have any problem at all. See? Und also jetzt kann man genau die Bedeutung erkennen. Vergesst einfach diese Bedeutung, Beharrlichkeit, sondern automatisch der eine, der jetzt hier ist, für den. No, I'm sorry, Shuddha. So the one, are you reading that somewhere? No, because I assume that it's from the last satsang where we talked in detail about Nischay in two levels. You see. Anyway, so. So do you want to repeat the last one so that yes. the meaning of both? So to not to revisit it, to just say this, the Nischay means also in the relative means the determination made through the ego. Ja, also Nischay bedeutet auf der relativen Ebene auch diese Beharrlichkeit in dem Ego entschieden. And Nischay in the real is the self, Atma. There is no, when you are the reine Seele, there is no more determinations to be made. Und Nischay auf der wahren Ebene ist, dass du in der reinen Seele bist. Und wenn du in dieser Ebene bist, dann muss keine Entscheidung mehr getroffen werden. So, I mean, there is no one there to say, okay, I'm going to follow the Agnas, if you are where Dada wants you to be, you see. Da ist keiner mehr, der sagt, ich folge den Agnas, wenn du da bist, wo Dada dich gerne hätte, wo Dada möchte, dass du bist. Remember we talked about the Param Vinay, the absolute humility. This is where absolute humility comes in. Und hier passiert diese absolute Demut, hier kommt die rein. Yeah, the absolute humility has taken hold, then therefore such a one does not have to follow Agnas, you see. Und wenn die absolute Demut greift, dann gibt es niemanden, der den Agnas folgt. Folgen muss. Even if his servant, somebody he is under him comes and does something or tells him something, he remains in absolute humility and does not strike back. Und selbst wenn man unter jemandem dient und man in absoluter Demut ist, dann wird man nicht zurückschlagen.
So is this, in fact, it's every sentence that we are reading right now of Dada is beautifully connected, and it leads you higher and higher. And he comes immediately to the Vignan where there is, he says, you can remain absolutely unaffected. No, the world may burn, your home may burn, the body may burn, the body may be in the worst condition, but you will be in bliss, you see. Und jeder einzelne Satz ist jetzt ganz wunderschön connected, verbunden mit den Worten von Dada. Und im Endeffekt geht es darum, egal wie es auf der relativen Ebene, egal was mit dem Relativen passiert, du bist in der Glückseligkeit, du bist im Bliss. Egal ob es brennt, ob du absolute Schmerzen auf der körperlichen Ebene hast, du bist im Bliss. And the keys are already there in this paragraph in terms of how to get there, to come there. Now we proceed further. Die Schlüssel sind bereits in dem Text, wie man dorthin kommt, und jetzt machen wir weiter im Text. You see questioner Dadashri, and really the questioner is Uva or Katja or Nada, and Dadashri is the Prajna Shakti inside. Und du siehst Fragender und Dadashri, Fragender und Dadashri. Und der Fragende ist Nada, Uwe, Katja. Und Dadashri, das ist die Prajna Shakti, das ist die Licht des Selbst in dir. Yeah, and that in Dadashri and in his words is the total Prajna Shakti in operation. And he is trying to increase our Prajna Shakti. Und in Dadashri ist die totale Prajna Shakti, also das komplette Licht des Selbst am Wirken. Und mit den Worten versucht er, die Prajna Shakti in uns, also unser Licht des Selbst weiter zu erhellen. And so then the questioner is asking, Dada, does the Prajna Shakti, the liberating energy of the S capital self, increase to such an extent that all the Agnas become woven inside, weaved inside, woven inside? Und Fragender wächst also diese Prajna Shakti so an, dass alle Agnas innerlich verwoben werden. And Dadashri says the Agnas become woven, just Prajna Shakti will hold them all. Prajna Shakti will hold them all. Und Dadashri sagt, die Agnas werden verwoben und die Prajna Shakti wird sie alle halten. Die Prajna Shakti wird sie alle halten. Now the questioner is asking now, Dada, the decision of following these 5 Agnas, where is it placed in this science? In other words, where is the decision placed in this science of yours? And der Fragende, Dada, die Entscheidung, diesen 5 Agnas zu folgen, wo in dieser Wissenschaft platziert? So now see the careful now, because what we know is saying is the decision of following. You see, decision of following the Agnas, not decision of being in Agnas. Und es geht hier um die Entscheidung, den Agnas zu folgen und nicht um die Entscheidung, in den Agnas zu sein. And so the other replies, all that is not included in the Atma, the soul, the self. It is for the protection of Atma, for the self. It is counted as Pudgal or the non-self, otherwise known as relative real until I will come back to the meaning of it, but we will just let you do that. Und Dadashri sagt, all das, was nicht im Atma enthalten ist, ist für den Schutz des Atma. Also alles, was nicht im Selbst enthalten ist, ist für den Schutz des Selbstes. Es wird als Nicht-Selbst, als Pudgal gesehen, relativ real. Und das bedeutet, bis zur Verendung von 99% ist alles Pudgal. Yeah. Shuddha sagt, er wird jetzt zurückkommen zu dem Thema. So, right, now you see, it's Dada uses the word in Satsang
then the relative real, then the real. You see, so Also relative, Dada benutzt diese drei Begrifflichkeiten im Satzang. Einmal das Relative, einmal das relativ Reale und einmal das Reale. so, and then it's defined. In other words, for Dadashri and for purposes of absolute self-realization, until the full self is attained in total experience, everything, until that moment, everything else is the non-self. Everything else is the non-self. Und um das nur klarzustellen, ist alles ist es nicht selbst bis zu dem Moment der kompletten Erfahrung, der 99-prozentigen Erfahrung des Wahren. Bis dahin der Putkal, alles ist Relative. So the questioner is asking, so the decision is there to make sure that the non-self does not mix with the self, is that right? So now the questioner is very intelligent. He's saying, is this decision that you're talking about not to, is about making sure that the non-self does not mix with the self? Also es ist ein sehr intelligenter Fragender, der stellt hier nämlich diese intelligente Frage, ist die Entscheidung also da, um sicherzustellen, dass das Nicht-Selbst sich nicht mit dem Selbst vermischt? And the other replies, it is the protection, the fence. It is the fence in that it protects the self as capital. It ensures that one does not become ek akar, one form, one with the non-self. It ensures that the non-self environments will not affect the self as capital. Und Dadashri antwortet, sie ist die Absicherung, der Zaun, der das Selbst beschützt. Sie stellt sicher, dass man nicht eins mit dem Nicht-Selbst wird, nicht eins mit dem EKK wird. Und sie stellt sicher, dass die Umgebung des Nicht-Selbst das Selbst nicht beeinträchtigt. Und zwar das, der in dem Akram Vignan das Selbst geworden ist, dass das Selbst nicht beeinträchtigt wird. As here, you see, the self as capital self, Atma, is such that nothing can touch it. However, the one who is just awakened from ignorance into knowledge of the self, this, we are talking about this particular entity, the one whose belief has just changed from I am Katja to I am pure soul. Wir sprechen über diese Einheit, die gerade die Überzeugung verändert hat von ich bin Katja zu ich bin das reine Selbst. Über den sprechen wir hier gerade. Now, questioner, at the time of karma effects, perhaps we might be getting absorbed in the non-self. So, this decision to remain in the Agna helps. This is a very critical question. Das ist eine sehr wichtige Frage, die jetzt gestellt wird. Fragender, während Zeiten von sich entladenen Karma-Effekten, Karma-Wirkungen, werden wir vielleicht vom Nicht-Selbst absorbiert. Hilft dann diese Entscheidung, in den Agnas zu bleiben? And the other replies, yes, it will protect at the time of unfolding karma. You follow the Agna, so unfolding karma effects will not touch you at all. Nothing can touch the one who follows the Agnas. Dadashri sagt, ja, sie wird während des sich entfaltenden Karmas schützen, diese Entscheidung. Du folgst den Agnas und die sich entfaltenden Karma-Effekte, Karma-Wirkungen werden dich großgeschrieben, gar nicht berühren. Nichts kann den antasten, der den Agnas folgt. So, questioner is asking, Dada, 100% Agna following means 100% upayog or applied awareness as the self? And Dadashri replies, a person can never have 100% upayog, applied awareness of as the self. I have said that it is good enough
if one follows 70%. One becomes a god if one follows Agnas by 100%. Und fragender, Dada, bedeutet den Agnas zu 100% zu folgen? 100%ig angewandtes Gewahrsein als das Selbst, dieses Apyog? Dadashri antwortet, eine Person kann niemals 100% Apyog haben, also kann niemals zu 100% angewandtes Gewahrsein als das Selbst haben. Yeah. Ich habe gesagt, dass es gut genug ist, wenn man zu 70% folgt. Man wird Gott, wenn man den Agnas zu 100% folgt. Now, this is a very interesting definition of Shuddha Upayog. Shuddha means pure, and Upayog means applied awareness of the self. Das ist eine sehr interessante Erklärung über Apyog, Shuddha Apyog. Shuddha bedeutet rein und Apyog heißt angewandtes Gewahrsein als das Selbst. I know you're going to be with me for a long time, many years, Katja, so I would like for you to say Upayog. I know it says Apyog here. Upayog, yeah, of course, I will say that. Upayog, okay. Alright, so. Also richtige Aussprache ist Upayog. Yeah. Well, because when you're in India and they're using the word upyog, you'll say, well, I only know upyog. No, and I don't want that to happen. I'm sorry for all of these words, but they are kind of very meaningful in the realm of liberation. Ja, Shuddha sagt jetzt, dass es schon wichtig ist, wenn wir in Indien sind und wenn dann irgendjemand Upyog sagt und Katja würde dann sagen, ich kenne aber nur Apyog. Und dann entschuldigt er sich. Er sagt, I'm sorry dafür, dass diese verschiedenen Worte hier zu finden sind, aber die sind unheimlich wichtig in diesem Prozess. You see, 100,000 scriptures have been written and are available, but there are no scriptures which are talking about this that we are talking here right now. Es sind hunderttausende Schriften sind verfasst worden, aber es gibt keine Schrift, in der das steht, über das wir hier sprechen. Here is our Gnani leading us step by step, precisely, and making sure that we are not off even by 1 degree. Und hier nimmt uns der Gnani an die Hand und führt uns Schritt für Schritt und sorgt dafür, dass wir nicht ein einziges Grad vom Weg abkommen. And it's interesting because what he considers applied awareness as the self is really the 5 Agnas, because his answer says follow it by 70%. That's all. Und es ist interessant, was er sagt. Was er tatsächlich über Shuddha Upayog versteht, ist nichts anderes als folge den 5 Agnas. Das ist das, was er gesagt hat. And so I think we have covered this one here. Katja, do you find anything interesting that needs further discussion here on this one? No, I think you explained that beautifully. Let me see if there's a question in the chat. Nope, there's no question either. Okay, I think we can proceed with the next one. Yes, let's go. Now the next one is Mist and Agna. Mist and Agna do Pratikraman. Und jetzt gehen wir zum nächsten Paragraphen. Ein Agna verfehlt, mache Pratikraman. Yeah, do Pratikraman. If you miss an Agna, you do Pratikraman. So now, there is the most important reason in front of us why some people are doing hundreds of Pratikramans a day, you see. Da ist einer der wichtigsten Gründe vor uns, warum Mahatmas hunderte von Pratikramans am Tag machen. When you don't know what Pratikraman to do, then you just simply say, okay, I missed that Agna, so that calls for Pratikraman, that's all. Wenn du nicht weißt, wofür du Pratikraman machen kannst in dem Moment, dann mache dafür Pratikraman, wo du ein Agna verpasst hast oder nicht verfehlt hast. Questioner, does this mean, Dada, that whenever I'm missing following any Agnas, I'm missing the Upayog or the applied awareness as the self in that particular instance? Fragender, bedeutet das, Dada, dass wann immer ich es versäume, einem Agna zu folgen, ich in diesem Fall das angewandte Gewahrsein als das Selbst
Upyog Shuddha, Upyog verliere. And then Dadashri says, of course you missed it. You don't need to worry about that too much though. Now this is where our compassionate Dada comes in. See? He says, you don't need to worry about that much. That too much. Dadashri antwortet, ja natürlich, denn du hast es verfehlt. Du solltest dir darum aber nicht zu viele Sorgen machen. Und Shuddha sagt, und da kommt unser sehr mitfühlender Dadashri herein, also mit dazu und sagt, du musst dir darüber nicht zu viel Sorgen machen. So now you have to focus, you, the awakened one, Y capital, have to focus on how to make progress. How to make progress. You missed it, and it is going to be missed for sure. And Dada is saying mistakes will occur for sure. The number of mistakes will leave in proportion with the number of mistakes you see. And that in turn will give that much amount of the seeing power of the self. Fokussiere dich darauf, wie du Fortschritte machen kannst. Und hier ist mit dem Du das Erwachte, also du, das reine Selbst, fokussiere dich darauf, wie du, das erwachte Selbst, Fortschritte machen kannst. Du hast es verfehlt und es wird mit Sicherheit verfehlt werden. Fehler werden in jedem Falle auftreten. Die Anzahl von Fehlern wird im Verhältnis zur Anzahl von Fehlern, die du, großgeschrieben, siehst, nachlassen. Und das wird umgekehrt genauso viel Energie vom Selbst zum Sehen geben. And the weakness was due to the mistakes. The weakness of not following the Agna was due to the mistakes. The energy of the self, which is the seeing, will rise due to dissipation of mistakes. Mistakes are your superior, no one else is your superior. The blunder, I am Chandulal, is gone. I am Katja, I am Uva, Nara, is gone. Die Schwäche trat aufgrund von Fehlern auf. Die Energie des Selbst, das Sehen, wird ansteigen, wenn die Fehler sich auflösen. Die Fehler sind dein Boss. Niemand sonst ist dein Boss. Der große Irrtum, ich bin Chandulal, ich bin Uwe, ich bin Nada, ist weg. This, again, another magnificent paragraph where he talks about making progress here. And making progress is otherwise known as the Purusharth. Remember, a few satsangs ago we talked about Purush Arth, the real meaning of the S capital self. What is the work of the S capital self? Und in diesem Absatz sehen wir auch, oder wird auch also zeigt sich auch der Purusharth, dass, oh, I'm sorry, Shuddha, can you just, I think I need a little shorter, because okay. Then I missed the precise translation. So when he, very interesting. The second, words. The second line he says, he doesn't say, don't worry about what you missed, but you, the awakened one, get on to making focus on how you can make progress. Now this make progress is the Purusharth, the work of the awakened one. See, the progress as the S capital self is the Purusharth. Purusharth, or the self. Hier in der zweiten Zeile kann man das sehr schön lesen. Fokussiere dich darauf, wie du Fortschritte machen kannst. Und das ist das Purusharth. Das ist das, was vor 2 Satsangs auch besprochen wurde. Wie du als reines Selbst Fortschritte machst, das ist das Purusharth. Darauf solltest du dich konzentrieren. See, this self is otherwise known as, another name for self is Purush. Ein anderes Wort für das Selbst ist Purush. And the non-self, Katja, is Prakruti. You see the. Und das Nicht-Selbst, Katja, ist das Prakruti. Now, we are not talking about the progress as Katja, because that is already part of the movie that is unfolding. So we don't need to be concerned about it anymore.
wir sprechen jetzt nicht über den Fortschritt von Katja, weil das ist schon in dem Film, das passiert schon in dem Film. But yes, Darüber sprechen wir nicht. now the new work starts, and the new work is in the realm and the dimension of the 5 Agnas, you see. Und jetzt beginnt die neue Arbeit, und die neue Arbeit befindet sich im Reich, im Gebiet der 5 Agnas. And the Gnani knows, after giving the Gnan Vidhi to a human being, that he is going to miss the Agnas, and mistakes will continue to happen. Und der Gnani weiß, dass die 5 Agnas verpasst werden und dass Fehler passieren werden. And you see now right here in front of us, the Gnani Purush has defined mistake. The mistake. Und hier, wir sehen direkt vor uns, wie der Gnani Purush Fehler beschrieben hat, oder was er als Fehler bezeichnet hat. The Gnani defines the error, the lack of light within us in 2 forms. One is a blunder. Und der Gnani Purush zeigt, dass dieser Fehler, das fehlende Licht in uns, in 2 Formen beschrieben. And the lack of light is split into 2, blunder and mistakes. You see, blunder and. Und dieses fehlende Licht ist in 2 aufgeteilt. Einmal ein ganz grober Fehler, das ist der sogenannte Blunder, also ganz grober Fehler, und ein Fehler. Blunder is I'm Uwe, I'm Katja. That is the blunder, you see. Dieser grobe Fehler ist ich bin Uwe, ich bin Katja. And that has been removed. That is removed in the Gnan Vidhi. Und das ist entfernt worden im Gnani Vidhi. Now what remains, the rest of it is mistakes. Now what is a mistake? Und was jetzt noch übrig bleibt, sind Fehler. Und was sind jetzt Fehler? What is a mistake? In the relative, now let's look at this mistake here. Right in front of us we have a new definition of mistake. Lass uns jetzt die neue Definition von Fehlern, die wir vor uns haben, anschauen. You and I are familiar with mistakes, means in the relative world, a mistake meaning that which hurts other human beings, you see. Wir sind vertraut mit dem, was auf der relativen Ebene Fehler bedeutet. Und zwar bedeutet Fehler da, das, was andere verletzt. Or if you are even more aware, that which hurts any living being, you see. Oder wenn du eben noch gewahrer bist oder noch bewusster bist, das, was jegliches Lebewesen verletzt, ist ein Fehler. But Dada is not talking about that. Aber Dada spricht nicht davon. That is in the relative. Dada has left it in the relative. Dada lässt es im Relativ. He is talking about the mistake that happens over and over again because you do not remain in the 5 Agnas. Und Dada spricht über den Fehler, der immer und immer und immer wieder passiert, weil du nicht in den 5 Agnas bleibst. The missing out of your state, the slipping away from who you are is the mistake. Der Fehler ist, dass du abrutschst von dem, der du bist, dass du verpasst, der du bist. Das ist der Fehler. Very precious lifetime is passing just like a ticking clock in front of us, you see. Sehr wertvolle Lebenszeit geht vorbei, so wie eine Uhr, die vor uns tickt. There is no time to worry about the mistakes that Katja, Uwe or Shuddha has made. Da ist keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen oder Sorgen zu machen über die Fehler, die Uwe, Katja oder Shuddha gemacht haben. Much more time and energy needs to be placed on this mistake here of missing and moving away from who I am, who you are really. Sehr viel mehr Zeit sollte dafür benutzt werden, um zu sehen, wer wir sind und den Fehler zu erkennen, als wir uns wegbewegt haben von dem, der wir wirklich sind. You see, when he says the mistakes, the number of mistakes will leave in proportion with the number of mistakes you see. Wenn er sagt, dass die Anzahl der Fehler weniger werden, im Verhältnis, in derselben Proportion, wirst du mehr, also so viel Fehler, wie du gesehen hast, die gleiche Proportion an Fehlern wird auch weniger werden. You see, does he talk about
doing any correction of the mistakes? Spricht er darüber, irgendwas zu korrigieren, irgendwelche Fehler zu korrigieren? Does he tell Katja or Nada to do something about it? Sagt er Katja oder Nada, dass sie irgendwas deswegen tun sollen? He is just asking, he is just saying, increase your seeing power of the self. Seeing. Er sagt nur, erweiter und vergrößer deine Energie des Sehens. Yes, yes. This is how you do it. The weakness was due to the mistakes, you see. The mistakes. Das ist so, wie es ist. Die Schwäche war aufgrund der Fehler. The weakness he is talking about now. The weakness was due to the mistakes. And the mistakes do not let you remain in Agnas. It's like a catch-22 situation, you see. Also man kann irgendwie nicht gewinnen. Also die Schwäche, the weakness lets you, die Schwäche lässt dich die Fehler nicht sehen. And so the weakness doesn't let you see the mistakes, and the mistakes. The mistakes does not let you remain in Agnas, you see. Und die Fehler lassen dich nicht in den Agnas sein. Because the moment the mistake happens, when you slip from the Agna, und in dem Moment, wo ein Fehler passiert, also wenn du ausrutscht von den Agnas, you're totally drawn into the relative world and komplett und total reingezogen in die relative Welt. It does not give you any time or energy to come back, even 15 minutes at the end of the day to say, let me check and see where I missed Agna this. Und es lässt dir noch nicht mal, gibt dir noch nicht mal die Zeit und die Energie, die 15 Minuten dir Zeit zu nehmen am Ende des Tages, wo du dir Zeit nehmen kannst und fragen kannst, wo habe ich heute jetzt die Agnes verpasst? So, mistakes, therefore these mistakes become your superior. No one else is your superior. Und deswegen werden diese Fehler zu deinem Boss. Niemand sonst ist dein Chef, ist dein Boss. Now Shuddha has given you a very high level answer into this. And so let's come down a little bit and Shuddha hat jetzt hat euch ein sehr High-Level, eine sehr, sehr hoch angelegte Antwort dazu gegeben. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen runterkommen. In day-to-day life, it will be the hurt, you see. Und im ganz alltäglichen Leben wird es die Verletzung sein. In day-to-day life, it will be the stirring up of the kashais. Im täglichen Leben wird es das stirring up. The stirring up and throwing Im täglichen Leben darum, dass die Kashais, dass die inneren Feinde wie Wut, Stolz, Gier wieder aufgewühlt werden. All ego-based reactions that tend to hurt, you see. All die ego-basierenden Reaktionen, die verletzend sind. And your entry into this at the gross and the subtle level is also the mistake, is it not? Und dein Eingang auf dem groben und auf der groben und auf der subtilen Ebene, so your entry into this, remember we talked about the subatomic particles. You have a choice whether you enter it or not, is enter into Kashais or not. Into Kashais. Okay, so und in diese Kashais hineingehen, das ist deine Wahl. Du hast eine Wahl, ob du in die Kashais reingehst oder nicht. Kashai may arise, but who says that you are to enter into it, you see? Die Kashais, die inneren Feinde, die tauchen auch auf jeden Fall auf. Aber du hast die Entscheidung, da hineinzugehen. Yeah. We do have a question here, Shuddha, from Petronilla. Okay. So the self is in a process of progress. Yes. So ist also das Selbst im Prozess der Weiterentwicklung. Yes, you as the self, my dear Petronilla, you are in the process of progress. Ja, du, meine liebe Petronilla, du bist in dem Prozess der Weiterentwicklung, das wahre Selbst in dir. Whether Petronilla progresses or not is immaterial, irrelevant and not to the point, you see. Ob nur Petronilla sich weiterentwickelt oder nicht, das ist unwichtig,
nicht materiell, also nicht, ja, ist unwichtig. See, there is the old progress as Petronilla is no longer relevant. It is called the Purusharth of illusion. You see. Es ist jetzt das Purusharth, auch in der Illusion wird es genannt, ob jetzt Petronilla sich weiterentwickelt oder nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Petronilla progresses and regresses. You see, progresses and regresses. Petronilla wird beides machen. Die wird sich weiterentwickeln, auch wieder zurückentwickeln. Die macht beides. Yeah, but this is a one-way progress only. Your self, S capital, your progress is this precise and exact understanding of the words of our Gnani Purush. That's all. Und dein Progress passiert durch das präzise Verstehen der Worte des Gnani. Und das ist diese Weiterentwicklung, dieser Prozess des Weiterentwickelns geht nur in eine Richtung. Es wird immer mehr. And our translation team in Germany is doing a magnificent job of entering into this Purusharth of precise understanding. Und unser Übersetzungsteam in Deutschland macht einen unglaublichen Job durch das Hineingehen in die Worte des Gnani und leistet dadurch ein sehr hohes Purusharth. Purusharth is also, earth means meaning. So what is the meaning of becoming a self? See, we have all become the self, Atmas. But what's the meaning of it? So, was ist jetzt die Bedeutung davon? Wir sind alle zum Selbst geworden, aber was ist jetzt die Bedeutung davon, dass wir zum Selbst, großgeschriebenen Selbst geworden sind? What is the meaning of the self? You see, what is the meaning of the self? Was ist die Bedeutung des Selbst? You know, as you walk around in the streets of Zurich or Munich or Berlin, people will ask you, okay, so you are self-realized. What's the meaning of it all? Und so, wenn ihr jetzt in den Straßen von Zürich oder Berlin oder München umherläuft und jemand euch fragt, was ist die Bedeutung davon, dass ihr jetzt selbst? And this is where the action is, what we are reading, this is where the action is, that's the answer, you see. This is the progress of the self that Dada is talking about. Und das ist das, was Dada spricht, das ist der Progress, von dem Dada spricht, das sind die Worte, die wir hier lesen. It's a heck of a lot of your work, it is a lot of special work that requires the seeing. Es ist eine Menge von spezieller Arbeit, die das Sehen benötigt. The seeing, you know, when you really look at it, you can tell me what, you know, the lady will say, the Mahatma will say, tell me what to do, I'll do it, tell me what to do, I'll do it, tell me what to do, I'll do it. And the man, yeah, go ahead. So der Mahatma wird sagen, sag mir, was zu tun ist, und ich werde es tun. Und der Gnani sagt, whereas the Gnani says, did I tell you to do anything? I'm asking you to see where you missed the Agna and therefore slipped from your state. S-T-A-T. Gnani fragt, dann habe ich dich denn darum gebeten, irgendwas zu tun? Nein, ich bitte dich darum zu sehen, wo du aus dem Zustand der Agnas weggerutscht bist und dadurch automatisch von deinem wahren Zustand des Selbst weggerutscht bist. You know, he could not be more serious. Our Gnani did not waste any time. He wanted you to focus on where it really counts. Er wollte, dass du darauf konzentrierst, auf das, was wirklich zählt. Okay, so and Petronilla, she had two comments. May I just read that? So the understanding is growing. That is the real progress. Yes. To go deeper and deeper in understanding, that is the real progress. Also immer tiefer und tiefer in das, in das Verstehen zu gehen. Ist das der wahre Fortschritt? Okay, so we'll answer her first question. The understanding
not as Petronilla, but the understanding as the awakened one. This is the most. Also das Verstehen nicht als Petronilla, sondern das Verstehen als der Wahre. Darum geht es. That is called, Purush. We were talking about Purush, and Purush means the self, and Earth means meaning. Purusharth means what's the meaning of the self? And the answer would be to be the self. Und die Antwort ist, das Selbst zu sein und das Selbst zu sehen. Und das ist das Purusharth. Das Purusharth bedeutet, was ist die Bedeutung des Selbst? To be the self and to see the self, both. Das Selbst zu sein und das Selbst zu sehen. And in both cases, the S is capital, is the only thing that comes under this word Purusharth, or progress as the self. Progress as the self, as capital self. Und es geht ja immer nur, wenn wir über dieses Purusharth reden, um das großgeschriebene Selbst, immer nur um das wahre Selbst, wenn es darum geht, Fortschritt als das wahre Selbst zu erfahren. See, obviously, one can progress as a self only through the 5 Agnas and this vision that the Gnani has given us. Und man kann nur als das großgeschriebene Selbst fortschreiten, nur durch das Gnan, was wir vom Gnani erfahren haben, nur durch die Agnas, die wir vom Gnani haben. She says, and you may want to translate that she wanted to write real progress, to go deeper and deeper in the understanding. You may use it, although progressing as the self is the exact definition that Dada has given elsewhere. Also die exakte Definition ist fortschreiten als das Selbst. Das ist die exakte, das sind die exakten. So when you say real and the relative, yes, you can say this is the progress in the real, but when you say real progress, you are giving an adjective, and this matter about the capital self has no adjectives. Okay, du könntest es so bezeichnen, wie du es bezeichnet hast, als das wahre, der wahre Prozess, aber in dem Moment würdest du ein Adjektiv geben, und der Prozess des Selbst, der benutzt kein Adjektiv. Also es ist hilfreicher, es zu bezeichnen als nicht den wahren Prozess, the real process, sondern als den progress, nicht das wahre Fortschreiten, sondern jetzt ist so viel Katja drin. I'm sorry. The last sentence again. I'm sorry. I didn't translate correctly. It's just, when you use the word real progress, there is somebody who defines that label as real. So wenn du die Worte benutzt, der wahre Fortschritt oder das wahre Fortschreiten, dann gibt es jemanden, der dieses Fortschreiten labelt, also bezeichnet mit dem Wort wahr. Since you are involved in translation, Petronilla, we are kind of making this very fine distinction that there is. Dadurch, dass du jetzt hier wirklich diesen ganz feinen Unterschied, denn Petronilla just wrote, yes, it goes into being. Also Petronilla hat jetzt geschrieben, ja, es geht in Richtung Sein. Yeah, that's right. Where there is no doer. Exactly. There is no. Yes, exactly. Wo kein Handelnder mehr ist. Ganz, ganz genau. And I would make it a B capital, and then it will be perfect. Und Shuddha würde daraus noch ein großgeschriebenes B machen, also Being mit großem B, und dann ist es perfekt. Also großes Sein. Yes, to continue to be, nothing else, just continue to be, let it be. Einfach zu sein, einfach weiterhin zu sein, nichts anderes als zu sein. The seeing part, coming back now, let's see, take a look at this thing here.
This blunder I am Petronilla is gone, is gone. So dieses Ich bin Petronilla, dieser grobe Fehler, der ist weg, der ist verschwunden, den gibt's nicht mehr. It's gone forever, never, never to be revisited, you see. Wieder zu Besuch. Yes, but when you are in front of the doctor, you still have to fill out the forms and say Petronilla Heidner, and but that's fine. Natürlich, wenn du noch zum Arzt gehst zum Beispiel, musst du den Formalien noch folgen, ganz klar. Alright, so then again, so when you're filling the form, the Purusharth that we just talked about has to be in operation, and the easiest way to apply it is to say, okay Petronilla, fill up the form, do it properly, pay attention, etc. Wenn du zum Beispiel beim Arzt bist und eine Form noch ausfüllen, also so einen Vordruck noch ausfüllen musst, dann sollte auch dieser Purusharth, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, aktiv sein, und der ist am besten in der Form aktiv, indem du mit Petronilla sprichst und sagst, so Petronilla, jetzt füll die Form so gut du kannst aus. Okay, so shall we proceed, my dear, further? Yes, yeah, wonderful. Because that last paragraph is such that we can spend the whole night talking about it. Okay. Right, so now let's go to the next one. Our Gnan. This is on top of page 12. Our Gnan is such that it starts to become natural by itself. Unser Gnan ist der Art, dass es von ganz alleine natürlich wird, von ganz alleine. As the time goes, it comes into naturalness, like a flowing river. Mit der Zeit wird es natürlich, so wie ein fließender Fluss, ganz natürlich. You, the awakened one of Dada, have to make a tenacious decision that you want to follow our Agna. Du, der Erwachte von Dana, muss mit hartnäckig entschlossener Entscheidung treffen, dass du unseren Agnas folgen willst. You see, he uses the word our here, and he is identifying himself as the Gnani Purush and the absolutely enlightened one inside him. Und benutzt unseren Agnas hier, und identifiziert sich als Gnani Purush und als absolut Erleuchteter, der in ihm drin ist. He says, when I'm not talking to you, Petronilla and Katja and Shuddha, I am with my Lord within. Wenn ich nicht zu dir, Petronilla, Katja oder Shuddha spreche, dann bin ich mit dem Lord in mir zusammen. So, whether you can or cannot follow that is not the issue. Again, ob du folgen kannst oder nicht, ist nicht das Problem. You must decide that you do not want to miss the Agna. Du musst entscheiden, dass du die Agnas nicht verfehlen willst. And after then, once you have made the decision, and you, by capital, are not responsible for that. Aber wenn du sie verfehlst, nachdem du die Entscheidung gemacht hast, bist du, großgeschrieben bist du, nicht verantwortlich. In this Dusham Kal, this current era of the time cycle that is characterized by lack of unity in mind, speech, and actions. In the intent, it should be intent, speech, and action. Intent here meaning mind. If this much freedom is not granted, then who will attain moksha or liberation? Look at the gorgeous compassion of our Gnani Purush. Jetzt schaut euch das großartige Mitfühlen unseres Gnani Purush an, jetzt im nächsten Satz. In dieser gegenwärtigen Ära des Zeitzyklus, das nennt sich Dusham Kal oder auch Kali Yug, in dem es keine Einheit von Denken oder Intention, Sprache und Handeln gibt, wenn da nicht wenigstens diese Freiheit
gewährt wird, wie kann man dann Moksha, also die endgültige Befreiung, erlangen? Good. I think we will pause here, stop here, because I want to you give time for. Or let's see how big the paragraph is, because we don't want to rush into these things. Yeah, let's go. Questioner. I do forget to follow the Agna occasionally, but I do feel definitely that I want to follow them for sure, Dada. Fragender, ich vergesse gelegentlich, den Agnas zu folgen, aber ich fühle eindeutig, dass ich ihnen ganz bestimmt folgen will. Dadashri replies, you must do pratikraman for the time you forget. Yeah. Dadashri, du musst Pratikraman machen, wenn du sie vergisst. Now he has kind of changed his answer just a little bit, not for the specific Agna that you missed, but for the time that you forgot to be in Agnas. You see, this is like... Er verändert das ein klein wenig, nicht für das Agna, was du verpasst, sollst du Pratikraman machen, sondern für die Zeit, als du die Agnas verpasst hast. It is not your fault when you forget to follow the Agnas. I have shown you the way that when you remember that you forgot, then you must do pratikraman. Dada, I couldn't live by your Agnas, I couldn't be in your Agnas. 2 hours have gone completely useless. Please forgive me. I will not make such a mistake again. Even if you speak this much, everything is approved. We will give you 100% grades. Not more do you want? What more do you want? Ich habe dir gezeigt, dass du Pratikraman machen musst, wenn du dich erinnerst, dass du sie vergessen hast. Dada, ich konnte deinen Agnas nicht folgen. 2 Stunden sind völlig nutzlos vergangen. Bitte vergib mir. Ich werde diesen Fehler nicht wieder machen. Wenn du nur so viel sagst, ist alles akzeptiert. Wir geben dir... Moment, sorry. Wir geben dir eine 100%ige Zulassung. Oh, pardon. We'll finish the last paragraph. Sorry, Shuddha. Sorry, I have a little technical challenge right here. No problem, it's fine. If you remain in Agna, then your work will be done naturally. And that is why people say, Dada, my work is done with your grace. Here is the answer to grace. Hey, the grace is not involved in this. The grace is bestowed only occasionally when there is a problem. This is a science. If one remains in Agnas, his work is done naturally. So the differentiation between grace and Agnas come in again. So hier kommt doch die Unterschiedlichkeit oder der Unterschied zwischen Gnade und Agnas. Jetzt lese ich nochmal weiter. Okay. Wenn du nur so viel sagst, ist alles akzeptiert. Wir geben dir eine 100%ige Zulassung, nicht 99%. Also was brauchst du mehr? Wenn du, großgeschrieben, in Agnas bleibst, dann wird deine Arbeit auf natürliche Weise getan werden. Und deshalb sagen die Leute, Dada, meine Arbeit wird durch deine Gnade getan. Hey, Gnade ist hier nicht involviert. Die Gnade wird nur gelegentlich verliehen, wenn es da ein Problem gibt. Das ist eine Wissenschaft. Wenn einer in den Agnas bleibt, wird seine Arbeit auf natürliche Weise getan. Katja and Shuddha, thank you so much all for being there so that we can be together in Agnas. Jai Sachidanand. Und ein ganz herzliches Dankeschön an alle, dass wir zusammen hier zusammen sein konnten und in den Agnas sein konnten. And highest namaskars to Andrea, Petronila, and our friend Gottfried, so many others who are here, Helmut and Doris and all our other friends and core Mahatmas. Und die höchsten Ehrerbietungen an all die Mahatmas, die heute da sind, Doris, Petronila, Andrea und all die anderen. And so, Katja, so shall we, do you want to make any kind of announcements before we close? Yes, it'd be wonderful just to make a little announcement. Ja, Shuddha hat jetzt gefragt, ob ich noch irgendwas sagen möchte. Ja, ich würde sehr, sehr gerne euch daran erinnern, dass wir uns
Gott, sehen wir jetzt schon nächste Woche oder ist es erst in 2 Wochen? Das muss ich selbst mal nachgucken. Nee, wir sehen uns erst in 1,5 Wochen. Also für diejenigen, am 30. geht unser Retreat los. Das ist hier am schönen Bodensee, 30. Mai bis zum 2. Juni. Wollt euch nur daran erinnern. Kommt die ganze Zeit, einen Tag, eine Stunde, einen Nachmittag, wie lange auch immer. Kommt einfach vorbei. Seid in den 5 Agnas. Seid in der Gnade des Gnans. Jai Satchidana. So that was it, Shuddha. Okay. Yeah. Jai Satchidana Shuddha Bhagavan. We will. Jai Satchidana. We're closing in. Thank you so much, Katja ji, for a superb job here. A great Purusharth on part of all of you to make, and thank you for Angela for being there for the initial satsang for new Mahatmas. Danke, Angela, dafür, dass du da warst, um den startenden Satsang für angehende Mahatmas zu machen, und alle, die heute hier waren. Es war ein großartiges Purushart, dass ihr, dadurch, dass ihr in dem Satsang wart, geleistet habt. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana.